Hallo. Oh, hallo, ich bin Jana. Ich komme wegen der Annonce mit der WG. Stimmt. Wollen wir da rein, bitte? Na gut. Komm rein. Halloween, ja? Also ist jetzt hoffentlich nicht eure Komm normale. rein. Okay, Bekleidung, hoffe ich mal. Und pflanz dich. Wir haben ja schon so ein bisschen Wein getrunken. Also es ist zwar Halloween, aber im Normalfall, also wir laufen nicht mit den Klamotten so rum, aber das sind schon meine echten Haare und schminken uns halt schon gern und so. Okay, du hast dich auf die WG, auf das WG-Zimmer beworben. Ja. Naja, also ist jetzt nicht mein erstes Bewerbungsgespräch. Also ich hatte schon ein paar. Ja, es scheiterte immer an verschiedenen Sachen. Also ich sehe euch jetzt hier gerade Wein trinken. Also es gab wirklich eine WG, die haben gesagt, also da ich keinen Rotwein trinke, meinten sie, würde ich jetzt also nicht unbedingt zu ihnen passen. Ist uns eigentlich völlig egal, was du machst. Du hast dich an folgende Regeln zu halten. Wenn wir sagen, wir möchten gewisse Dinge haben oder nicht haben, dann hast du die uns zu bringen. Ja, aber ich dachte, also ich miete ja eigentlich nur Ja, ein was Zimmer. du denkst, ist im Grunde genommen uns eigentlich egal. Du kriegst das Zimmer, du darfst Ja. hier wohnen, du kannst hier schlafen, du darfst hier essen, wenn du dir dein Essen selber kaufst. Und im Endeffekt musst du ein Stück weit ja, uns unterwürfig sein. Also ich weiß jetzt nicht genau, was ich da eigentlich falsch gelesen haben kann, weil in der Annonce, die ich hatte, also in der City, da stand doch eigentlich nur WG-Zimmer, 15 Quadratmeter. Also ich meine, das, was ihr jetzt da also so euch so vorstellt. Also wir sind halt jemand, der gerne den Haushalt ordentlich hat. Also wir haben es halt gern ordentlich. Wir möchten gern, dass das Bad einmal die Woche sauber gemacht wird. Wir möchten gern, dass wechselseitig im sicherlich. Wohnzimmer, na Moment, ich bin ja noch nicht fertig, Ja. dass im Wohnzimmer mindestens einmal am Tag gesaugt wird, weil schon ziemlich viele Staubflusen so rumliegen. Wir trinken halt gern Rotwein, also es sollte immer Rotwein auch im Hause sein. Ja. Im Grunde genommen suchen wir einen WG-Partner, der, und jetzt kommt vielleicht der Knackpunkt, der nur die Hälfte von dem, was ausgeschrieben war, bezahlt oder bezahlen muss. Ja, wenn ich das mit mir vereinbaren kann, dann könnte ich darüber nachdenken. Also im Grunde suche ich einfach ein Zimmer. Ich bin ja am Tage Das hättest du bei uns? auch nicht da. Ich gehe früh und komme abends Wann wieder. gehst du früh? Naja, so etwa um 9, dachte Das ich. geht gar nicht. Also um 9 verlassen wir das Haus. Du kannst ja aussuchen, entweder vor 9 zu gehen oder nach 9. Also dann biete ich dir an um 10 oder du gehst halt um 7:30 oder sowas. Um 9 verlassen wir das Haus und dann Naja, aber möchten ich hab wir doch einen vorher... Schlüssel, oder wie? Du hast mit Sicherheit einen Schlüssel, klar. Aber es geht ja darum, wer ins Bad geht. Und wir haben nur ein Bad. Und wir wollen auf keinen Fall auf unsere Bedürfnisse verzichten. Nicht wahr? Na gut, also mit der Badbenutzung, da wird man sich sicherlich einig werden. Also ich bade zwar auch ganz gerne, vielleicht, baden. naja, so vielleicht alle 14 Tage mal oder. Alle 14 Tage ist in Ordnung. Öfter dürfte es nicht sein, weil wir Wasser sparen wollen. Naja, okay. Ich bin ja auch für Ökologie, also das. Darum geht's nicht. Achso. Wir wollen einfach Wasser sparen, weil wir nicht so viel Bock haben, nicht so viel Geld auszugeben. Also eine für mich noch wichtige Frage ist, wie sieht es denn mit Haustieren aus? Also ich habe 2 Graupapageien. Polly Schwierig. und Können die Lisa. Wie bitte? Polly und Lisa. Also Polly ist eher der ruhige Typ, aber Lisa ist schon so ein bisschen lebendiger. Eigentlich sind die, also das sind ganz liebe Tiere. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen stören könnte, also ich habe die von meiner Großmutter geerbt und die war natürlich Frühaufsteherin und also so ab 7
machen sie sich schon ein bisschen bemerkbar. Ich weiß nicht, wie hellhörig das Haus hier ist oder... Ich würde sagen, damit hat sich das erledigt, oder? Denke ich auch. Dann vielen Dank für den Besuch. Ich begleite dich kurz raus. Es scheint offensichtlich in Berlin sehr schwer zu sein, überhaupt ein Zimmer zu finden. Also das ist natürlich schade. Vielleicht kann ich mich ja nochmal melden, falls... Nee, ich glaube, wir haben unseren Beschluss gefasst. Und, Entschuldigung. Naja, dann war es leider wieder mal. Gehören wir zu den schwierigen Menschen. Ja, schade. Kommst du mit? Es ist Oktober 2006, das sind so Momente meines Lebens und meiner Stadt. Momente im Herbst. Wesentlich schöne Momente. Und Momente, in denen man sieht, es hat mich erwischt. Ich bin krank, liege zu Hause, trinke einen Tee. Man sieht, es ist Pfefferminztee. Bin verschnupft. Tue ein bisschen was, lese. Naja, gleich kommen Freunde, werden diesen Kürbis abholen. Dieser Kürbis ist bestimmt für ein Halloween-Fest, was morgen stattfinden wird. Ich hoffe, mir geht's besser, denn so sehe ich momentan aus. Und ja, dieser Kürbis wird dann in den Mägen der Menschen, die auf diesem Fest sind, verschwinden. Sonnabend früh, 9 Uhr, ziemliches Rotzwetter. Es ist kalt, keine Leute sind auf der Straße. Mir geht's wieder besser. Ich bin noch nicht ganz gesund, aber mal sehen, ob ich die Party heute Abend überstehe. Das Leben aus dem Blickwinkel aus dem Auto. Zur Vorbereitung. Jetzt geht's zur Party. Letzte Vorbereitungsmaßnahmen. Ein Miezekätzchen, ein Schwänzchen. Hi. Zeig mal deine Mäuse. Eine Maus. Noch eine Maus. Die Männer. Ich dachte so goldene Haare. Am gruseligsten ist André. Und der Matze in voller Vollendung. Das bin ich. Wie man sieht. Zur Info. Da ist der Kürbis hin entschwunden. Oh, ist alles ganz dunkel. Du bist auch ganz dunkel. Du musst reinkommen. Weißt du, wo du bist? Geil, Matze! Wow, krass! Halloween-Party! Mach mal den Mund auf, aber ohne die Zähne zu zeigen. Wie geil! Du kannst alles sagen, was du willst. Deine Party. Ja, ich freue mich ganz doll, dass du gekommen bist und ich finde, dass du ganz toll aussiehst. Ja. Und über den Kuchen freue ich mich. Der ist echt geil. Also, ey, Jürgen, hast du etwa nicht darauf eine Kamera mit beweglichen Bildern? Ja, Da hört man sogar meine ganz spontan. Der ist schon alle, oder? Ja, der ist schon alle. Nee, was steht da? Nein, das ist ein Videoprojekt. Kredit auf Kredit hat sich gekauft. Videoprojekt? Wieso das? Uni oder was? Man hört, Party ohne Ende. Guten Morgen, 7:30 Uhr, Montagmorgen. Ich muss zur Arbeit. Da mache ich mir gerade ein Brötchen warm.
werde jetzt gleich meine Tasche packen. Und dann geht es auf wieder in den Alltag. Da werde ich ein bisschen berichten, was ich so den ganzen Tag sehen werde. Bis dann. Das ist mein Arbeitsplatz. Und das ist das Gerät, womit ich immer und ständig positive wie negative Erfahrungen sammeln kann. Im Grunde genommen ist es so, dass ich hier verschiedenen Menschen positive Nachrichten überbringen kann oder auch negative Nachrichten. Ich habe vielen Menschen schon sehr positive Nachrichten überbracht, habe denen gesagt, dass sie eine Möglichkeit finden können, um persönlich, beruflich, wie auch immer weiterzukommen im Leben, um eine Veränderung selber zu haben, beziehungsweise um eine Veränderung auch nachzugeben für sich selber. Ich musste leider vielen Menschen eben auch verdeutlichen, dass es für sie vielleicht im Leben zunächst erstmal nicht weitergeht. Ich habe viele tiefgründige Gespräche hier geführt, habe viele Gespräche auch geführt, in denen ich gemerkt habe, wie wichtig es im Leben ist, von verschiedenen Menschen voranzukommen, sich weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu machen, neue Perspektiven zu sehen. Wenn man mit diesen Menschen zusammen ist, beziehungsweise telefonisch zusammenkommt, ist es immer schwierig, hier Emotionen auch zeigen zu können, gerade weil man denen eben nicht gegenübersteht, sondern weil man das am Telefon vermitteln muss, muss man rhetorisch doch schon sehr aufpassen, dass man die Menschen auch nicht verletzt. Ich gebe mir immer Mühe, da bei der Wahrheit zu bleiben, den Menschen nichts vorzumachen, die Menschen nicht zu belügen. Und ich glaube, das ist was mir mehr positive Erlebnisse am Telefon verschafft als negative Erlebnisse. Aber das müssen diejenigen schon selber entscheiden. Meine täglichen Eindrücke nach der Arbeit. Die Welt geht oder fährt nach Hause oder geht mit den Hunden spazieren. Um die Frage Kunst mal aufzugreifen. Kunst ist im Winter draußen zu sitzen und ein schönes Glas Wein zu trinken in der freien Natur. Kunst ist Litfaßsäulen zu beschmieren. Auch das kann Kunst sein. Einen Platz für sein Fahrrad zu finden am Bahnhof. Das ist Kunst. Es ist eine Kunst über hässliche Baustellen in Berlin drüber hinwegzusehen. Ich war 16 und das war Kunst. Und die beste Kunst ist, sich genau vor mein Objekt zu stellen, was ich gerade filmen will. Herzlichen Dank, BVG. Meine Stadt, mein Fernsehturm. Ich liebe leere S-Bahnen bzw. Straßenbahnen. Gerade nach der Arbeit. Ich heiße Jöns, werde 27 Jahre alt, bin in verschiedenen Projekten eingebunden. Ich arbeite in der Personal- und Unternehmensberatung und habe auf Lehramt studiert. Kunst ist für mich
eigentlich alles. Eine ganz spannende Frage, die sich mit Sicherheit jeder schon mal gestellt hat, denn die Frage kommt dann auf, wenn Affen ihre Finger in Farbe tünchen und damit Bilder malen und die für Tausende von Euro versteigert werden oder verkauft werden, wie auch immer, in einer Ausstellung präsentiert werden, wo man sagt, Mensch, das ist Kunst. Kunst ist mit Sicherheit auch die Kunst, jemanden zu verstehen, jemanden als Persönlichkeit anzusehen, der vielleicht noch keine Persönlichkeit ist, die Kunst zuzuhören, die Kunst, Dinge in der Welt zu sehen mit einem Lächeln, wo man eigentlich nicht lächeln müsste. Es gibt natürlich auch die Kunst, über gewisse Sachen drüber hinwegzugehen, die Kunst, Menschen zu erniedrigen, die Kunst, Menschen als Abschaum zu sehen. Es gibt die Kunst, Menschen zu ignorieren oder überhaupt Dinge zu ignorieren. Mit dem Kunstbegriff kann man sehr, sehr viel anfangen. Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um, was sehe ich da selber drin? Und deswegen bleibe ich dabei, Kunst ist alles. Kurze Übergabe, das ist die Lena, die wird meine Nachfolgerin und sag Hallo. Hallo. Mia. Hallo Mea.